Weiter geht es mit der Einrichtung des Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Lasst uns unsere SIM-Karte reinpacken. Dazu nehmen wir die SIM-Nadel, stechen in das davor gesehene Loch und holen somit den SIM-Schacht raus. Es kommt ein Stück weit raus. Jetzt holen wir es mit den Fingernägeln raus. Jawohl, da haben wir es. Und schauen uns an, was für Kombinationsmöglichkeiten wir haben. Wir können zu einem 2 SIM-Karten reinlegen oder eine SIM-Karte, also eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Wir packen jetzt nur eine Nano-SIM rein, und zwar in den Schacht SIM 1. Drücken die Karte ein bisschen rein, so dass es einrastet. Genau. Und schieben den SIM-Schlitten komplett rein. Ganz wichtig, bitte ganz fest zudrücken, damit da auch ja kein Wasser reinkommt. Genau, erledigt. Jetzt schalten wir das Gerät ein und drücken den Power-Knopf für einige Sekunden. Und es erscheint ein Bildschirm mit Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, powered by Android, secured by Knox. Das Gerät fährt sich nun hoch. Das dauert immer einen Moment. So, Enter SIM-Card PIN. Wir müssen jetzt die PIN eingeben. Das mache ich jetzt abseits des Bildschirms. Genau. Okay, diese Sprachen sagen mir nichts. Wie? Pirmin, weiß ich nicht, was es zu bedeuten hat. Aber hier, da das mein erstes Note-Gerät ist, würde ich sagen, wir machen die Einrichtung mit dem S-Pen. Das ist auch ein Novum für mich. Komplett neues Erlebnis. So, Deutschland ist ausgewählt. Wir klicken mit dem S-Pen auf Weiter. Anzeigen einiger Vorabinformationen. Ach ja, das ist meine Rufnummer, das blenden wir aus. Endbenutzer Lizenzvertrag, das klicken wir an. Und die Punkte darunter, wo in Klammern optional steht, lassen wir einfach ungeklickt. Also die wählen wir nicht an. Diagnosedaten senden wollen wir nicht, um Informationsverknüpfungen. Das wollen wir auch nicht. Also lassen wir es dabei. Und genau, wenn wir ganz unten anklicken, dann wird automatisch alles ausgewählt. Das finde ich nicht so gut. Aber wir klicken jetzt mal auf Weiter. Auswahl eines WLAN. Würde ich sagen, da suche ich mir den passenden raus und gebe das Passwort wieder abseits ein. So, die Verbindung steht. Wir können Dienstanbietereinrichtungen müssen wir machen. Und zwar Neustart wird erfordert. Gut, das liegt wahrscheinlich an der SIM-Karte, die ich eingelegt habe. Ja, müssen wir nochmal einen Augenblick warten. Das Gerät neu gestartet. Wir sehen denselben ersten Screen. Ja, das dauert einen Augenblick wieder. Android wird gestartet. So. Apps und Daten kopieren. Wollen wir Daten von einem anderen alten Gerät kopieren? Nein, nicht kopieren. Ich möchte es als komplett nagelneues Gerät. Der S-Pen funktioniert gar nicht nach dem Neustart. Ach ja, ich glaube, wir müssen ihn einmal reinlegen und dann wieder rausholen. Somit ist er quasi auch neu gestartet und müsste jetzt funktionieren, oder? Ja, genau, nicht kopieren. Also wir wollen keine Daten kopieren und es als Neugerät einrichten. Weiter geht's. Also wir haben was dazugelernt. So, jetzt können wir unser Google-Konto anmelden. Das machen wir auch. Ich habe es übersprungen. Ihr seht's, Bestätigung in 2 Schritten. Empfehle ich wirklich jedem. Bitte nutzt die 2-Faktor-Authentifizierung. So, Google-Dienste. Jetzt können wir hier einiges an- und abwählen. Standort verwenden, das lassen wir. WLAN-Suche zulassen, das deaktivieren wir. Nutzungsdaten und Fehlerberichte senden, das deaktivieren wir auch. Updates und Apps installieren, ja, da können wir nichts an- und abwählen, lassen wir. Klicken auf Weiter. Suchanbieter auswählen. Dieser Bildschirm ist mir neu. Hier können wir auswählen zwischen Microsoft Bing, Google, Info.com und Privacy Wall. Naja, Bing ist nicht so weit ausgereift.
So leid es mir auch tut, Google ist da wirklich die beste Alternative, obwohl halt viele Daten abgegriffen werden. Aber da kommen halt die besten Treffer bei raus. Ist einfach so. So, Schutz Ihres Telefons. Gesichtserkennung, Fingerabdrücke, Muster, PIN, Passwort. Wir machen Fingerabdrücke. Klicken auf Weit. Hier gibt es einige Tipps, damit der Finger gut erkannt wird. Ja, da wird von einer Displayschutzfolie abgeraten. Wir klicken auf Weiter, geben als zweite Variante PIN ein. Ja, ganz simpel. 1, 2, 3, 4. Bitte nicht nachmachen. Und los geht's. Wir scannen den Daumen. Ja, es geht relativ zügig. Der Scanner erkennt den Finger gut. Selbst mit ab Werk aufgebrachter Folie. So, wir sind bei 100% und der rechte Daumen ist eingescannt. Klicken auf Weiter. Ein paar Kleinigkeiten werden angepasst. Okay. Bitte warten. Das machen wir doch selbstverständlich. Anmelden an Ihrem Samsung-Account. Das überspringen wir mal schnell. Das können wir jederzeit im Nachgang nachholen. Na, jetzt werden wir nochmal darauf hingewiesen, was wir denn alles verpassen. Aber wie gesagt, wir werden da nichts verpassen, weil wir das auch im Nachgang machen können, nachholen können. Alles erledigt. Wir sind fertig mit der Einrichtung und klicken auf Beenden. Und zwar jetzt. So, wir landen auf dem Homescreen wie gewohnt. In der Statusleiste passiert schon wieder einiges. Wenn wir sie mal runterziehen. Na, das ist ein Loop. Und jetzt ziehen wir es runter. Oh ja, das sind schon wieder ganz viele Benachrichtigungen. Es kann einen neuen User wirklich abschrecken, der das erste Mal hier so ein Android-Gerät einrichtet. Aber macht euch nicht verrückt, das ist nichts Wildes. So, wir gucken uns jetzt den zur Verfügung stehenden Speicherplatz an. Also uns stehen 221,7 GB zur Verfügung von 256. Das ist ein guter Wert. Wir gehen raus. Und an dieser Stelle gucke ich mir natürlich die Bloatware an, so wie Netflix. Diese App ist nur deaktivierbar. Allerdings habe ich in einem Video zuvor zum Galaxy Z Fold 2 ja gezeigt, dass viele Apps deinstallierbar sind, inklusive Facebook-App, was ich richtig klasse finde. So, jetzt gucken wir mal, wie gut denn, ja, der Fingerabdruckscanner, der ist richtig schnell. Ja. Nochmal. Der ist okay. Also, wenn der Finger wirklich richtig gut platziert wird, ist er schnell. Finde ich klasse. Das war's von diesem Video und der Einrichtung des Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Macht's gut.